Wisst ihr, wie viele Nasenspray-Junkies es in Deutschland gibt? Willkommen auf unserem Videokanal. Plasma Liquid möchte euch informieren über neue, innovative medizinische Themen und spannende Informationen an euch weitergeben. Weit mehr als 2,5 bis 3 Millionen Menschen nehmen zu häufig abschwellende Nasensprays. Abschwellende Nasensprays können zu großen Komplikationen und Problemen führen. Ungefähr 100.000 Patienten in Deutschland sind Nasenspray abhängig. Wir möchten heute das Thema, wie nutze ich ein Nasenspray richtig, auf die Agenda nehmen und dafür Antworten anbieten. Beleuchten wir doch einmal das Thema Nasensprays grundsätzlich. Wir ordnen Nasensprays in 3 Kategorien ein. Erstens Befeuchtungsnasensprays, zweitens abschwellende Nasensprays und drittens medizinische Nasensprays zur Behandlung von Erkrankungen wie Sinusitis oder Rhinitis. Die erste Kategorie Befeuchtungsnasensprays sind völlig harmlos. Sie bestehen meistens aus Meerwassersprays, die problemlos konsumiert werden können. Die zweite Kategorie sind abschwellende Nasensprays. Die sind im Gegensatz zu Meerwasserspray schon deutlich kritischer zu beurteilen. Sie beinhalten Wirkstoffe wie Xylometazolin oder Oxymetazolin. Diese Wirkstoffe wirken abschwellend, können aber auch süchtig machen. Abschwellende Nasensprays sollen nie länger als 7 bis 10 Tage eingesetzt werden. Das Problem ist, dass die Abschwellung erfolgt, aber gleichzeitig auch ein sogenannter Rebound-Effekt eintreten kann, sodass die Nasenschleimhäute bei Dauergebrauch schneller wieder anschwellen und es zu einem Teufelskreis kommt. Eine Konsequenz durch den Missbrauch von abschwellenden Nasensprays könnte eine Erkrankung sein, die sich Stinknase nennt. Diese Stinknase entsteht dadurch, dass die abschwellenden Nasensprays dazu führen, dass die Schleimhäute absterben, also nekrotisch werden und sich dann Bakterien in das Gewebe einnisten, das letztendlich dann zu einem fauligen Geruch führt. Deswegen Stinknase. Man muss bedenken, dass das meistverkaufte Medikament in Deutschland Nasensprays sind. Das bedeutet, über 50 Millionen Einheiten gehen in Deutschland über die Ladentische von Apotheken und Drogerien. Abschwellende Nasensprays lindern zwar die Beschwerden, halten sie aber gleichzeitig aufrecht. Somit kommt es zu dem benannten Teufelskreis. Kommen wir nun zur dritten Kategorie, den medizinischen Nasensprays, die in der Regel bei Erkrankungen wie Sinusitis oder Rhinitis eingesetzt werden. Das am häufigst verabreichende medizinische Nasenspray beinhaltet in der Regel Cortison. Aber kann Cortison tatsächlich die Ursache bekämpfen? Die Ursache von Entzündungen sind in der Regel Keime, also Bakterien, Viren, Sporen oder Pilze. Gerade bei Sinusitis oder Rhinitis sind Bakterien oder Viren häufig der Auslöser der Erkrankung. Cortison kann Schmerzen lindern und Entzündungen hemmen, aber Cortison vernichtet keine Keime, also die ursprüngliche Ursache der Erkrankung. Bei bakteriellen Erkrankungen und Infektionen wird häufig Antibiotika verordnet. In deutschen Praxen werden jährlich 600 Tonnen Antibiotika verordnet, davon 400 Tonnen allein im Bereich HNO inklusive Erkältung und Grippeerkrankungen. Mittlerweile haben sich die Ärzte auch auf die Fahnen geschrieben, dass das deutlich zu viel ist und damit natürlich weitere Antibiotikaresistenzen gefördert werden. Insbesondere Erkrankungen, die durch Viren oder Pilze hervorgerufen werden, sind natürlich mit Antibiotika überhaupt nicht zu managen. Dazu zählt zum Beispiel auch der Nasenpilz oder die Herpeserkrankung, Nasenherpes, Lippenherpes. Antibiotika wirkt nur gegen Bakterien, die nicht multiresistent sind. Also nicht bei Erkrankungen, die durch Viren, Sporen oder Pilze hervorgerufen werden. Im Bereich der medizinischen Nasensprays gibt es natürlich auch Alternativen, zum Beispiel zum Cortisonspray. Plasma Liquid Nasensprühgel ist eine Alternative. Es wirkt gegen alle Keime, gegen alle relevanten Keime, also Bakterien, auch multiresistente Bakterien. Es wirkt gegen Viren, Sporen und Pilze. Das Produkt ist völlig nebenwirkungsfrei und bildet keine Resistenzen.
Es ist für Schwangere und Kinder geeignet und damit einzigartig. Eine Begleiterscheinung kann ein leichtes Brennen in der Nase sein zu Anfang der Therapie oder der Verabreichung. Das liegt in der Regel daran, dass die Nasenschleimhäute durch die Grunderkrankung entzündet sind. In der Regel lässt das allerdings schnell nach. Kommen wir nun zur Gretchenfrage. Wie nutze ich ein Nasenspray richtig? Das hört sich banal an, ist es aber gar nicht. Bei den medizinischen Nasensprays ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass die Applikation des Sprays bis in die Nasennebenhöhlen kommt. Jeder HNO-Arzt wird seinem Patienten in der Regel Folgendes empfehlen. Um das Nasenspray in die Nasennebenhöhlen zu bringen, ist eine Applikation erforderlich, in der wir das Nasenspray natürlich erst einmal schütteln, bestenfalls einmal in die Luft sprühen, um Keimbelastung an der Tülle zu vermeiden. Anschließend schauen wir auf den Boden, auf die Füße und nehmen die rechte Hand ins linke Nasenloch und sprühen 3-mal. Wechseln dann die Hand, nehmen die linke Hand und sprühen 3-mal in das rechte Nasenloch. Nur so kann gewährleistet werden, dass das Nasenspray dorthin gelangt, wo es wirken soll, nämlich in die Nasennebenhöhlen. Damit ist ebenfalls gewährleistet, dass es zu einer maximalen Keimreduktion kommt. Im Jahr 2018 konnten wir weit über 20.000 Patienten unterstützen. Diese litten an einer chronischen oder akuten Sinusitis und hatten Jahre, ja sogar Jahrzehnte lang große Probleme. Sie konnten mit Plasma Liquid eine signifikante Besserung erfahren. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel versprochen und ihr konntet etwas Neues und Interessantes erfahren, was euch unter Umständen in der Zukunft helfen könnte. Wenn ihr weiteres Interesse an medizinischen Themen wie zum Beispiel Parodontitis habt, schaut bitte einfach wieder auf unseren Kanal. Es wäre sehr schön, wenn ihr uns abonniert und liked. Für Empfehlungen sind wir immer sehr dankbar. Wir wünschen Gesundheit und danken fürs Zuschauen.